Hallo ihr wunderbaren Menschen aus dem Interwebs, ich bin Creative und willkommen zu einem neuen Hasen-Video. Ihr seht schon, es gibt mal wieder ein neues Bundle Pack, das Winter Veil Wonder Bundle. Ich werde mir wahrscheinlich nicht holen, denn es lohnt sich nicht, denn ihr wisst ja, diese drei Sets werden raussortieren. Das ist, glaube ich, eher das stärkste Set, das es bis jetzt gab, das Frozen Throne Set. Ein etwas schwächeres Set, richtig useful Set. Die rotieren halt alle raus. Deswegen lohnt sich das Geld gar nicht. Und deswegen reden wir heute eher mal wieder über Nerfs. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Hearthstone bekommt einige fette Nerfs. Aber richtige Böller. Druid bekommt 2 Nerfs. Bekommt Wild Growth, geht von 2 Mana auf 3 Mana. Was also bedeutet, dass Druids Turn 2 komplett vorbei ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele gute 2-Drops es im Druid gibt, aber ich glaube nicht so viele. Also wird es halt meistens Hero Power sein. Und das allein wäre ja kein Problem. Aber Nourish, also 5 Mana, bekomme 2 Mana Crystals oder sie 3 Karten, wird jetzt 6 Mana werden. Heißt also, dass du beide Standard Rank Karten, Standard Ramp Karten verlieren wird, die Moira behalten sollen. Und damit halt um einiges schwächer wird. Aber um ein gutes Stückchen. Dann gibt es einen Nerf zu genau diesem Deck, was wir gerade spielen. Was wahrscheinlich dieses Deck, was wir gerade spielen, komplett zerstören wird. Nämlich Level Up. Level Up wird von 5 Mana zu 6 Mana werden. Heißt also, dass ob Paladin eventuell noch spielbar ist, denn man braucht ja nicht immer Level Up. Aber ich habe zum Beispiel heute ein Match gespielt, was ich Turn 5 wegen Level Up gewonnen habe. Das geht dann nicht mehr nach dem Update. Deswegen glaube ich auch, dass Paladin gar nicht mehr gespielt werden wird. So. Was dann jetzt als nächstes so ist, als nächster Nerf. Ja, also jetzt gecoint deswegen. Als nächster Nerf wird sein, dass Leeching Poison. Leeching Poison wird von 2 Mana Give Your Weapon Lifesteal zu 1 Mana Give Your Weapon Lifesteal this turn. Sprich, Kingsman Rogue ist ebenfalls tot, als einziges Deck, was wirklich gut ist vom Rogue aktuell. Und wird es halt komplett zerstört. Und dann auch eigentlich gar nicht mehr spielbar sein. Und dann gibt es noch den Nerf zu Samurai Chain Gang. Samurai Chain Gang wird von der Stats her und der Mana kostet der gleiche bleiben. Also der Battlecry wird ein bisschen angepasst. Der Battlecry wird werden Samurai Chain Gang. Nee, Summon Another Samurai Chain Gang. Sprich, man hat dann anstatt einer Kopie von dem ursprünglichen Minion hat man einfach nur ein weitere 2, 3 Samurai Chain Gang, egal was du sonst so hast. Auch ein sehr, sehr krasser Nerf. Also halt unglaublich stark wieder. Ja, in dem Fall dann unglaublich schwach im Endeffekt. Hier können wir eben der Waffenstoff stehen. Deswegen glaube ich auch, dass da also was dadurch halt passiert ist, dass Shadowbook nicht mehr gespielt werden kann. Also haben wir jetzt 4 Klassen. Wir haben verdammte 4 Klassen, die man nach dieser nach diesen Nerfs nicht mehr spielen kann. Man kann kein Druid einfach so mehr mal eben so rauslullen. Man kann kein was habe ich jetzt gesagt? Also Druid kann man eigentlich fast komplett vergessen. Dann haben wir noch den Rogue, den man halt komplett vergessen kann. Und wir haben den Schamane, der ein wichtiges Combo-Tool verliert. Sorry, ich werde leider ein bisschen krank.
Man kann theoretisch, glaube ich, immer noch die Shadowbock machen, aber als Shadowbock benutzen, indem man halt einfach ja, Shadowbock in der Deck packt. Das war ein sehr guter Clear von ihm. Er kann doch einfach so Shadowbock in der Deck packen und halt Spaß haben damit. Aber es wird halt sehr viel schwächer sein als vorher. Wir haben gleich den Stormwind Champion. Das ist sehr, sehr stark wieder. Also ist, glaube ich, einer der seltensten Fälle, wo ich dann, oder einer der seltenen Fälle, wo ich Stormwind Champion benutze. Also mit Sonntag kannte ich gar nicht so oft spielen. Also hier in diesem Deck. Sonst generell spielt man die ja sowieso nicht wirklich. Jetzt bin ich mal gespannt, was er wegrushen und chargen wird. Ich spiele ja gerade den Rush Warrior. Der ist ziemlich stark. Oder so stark, dass ich jetzt anders spielen werde, als ich geplant hatte. Ich hoffe, dass er irgendeinen Clear raushauen wird. Wenn er irgendeinen Clear raushaut, dann können wir vielleicht den Corridor Creeper spielen und Türen vordringen. Weil der ist halt leider so low, unser Gegner, dass es halt schon weh tut. Gerade. So aus der Rhino. Oh no. Oh no. Das ist nicht gut. The battle. The battle. Put your faith in the light. Da haben wir jetzt, glaube ich, fast Liesel. Nee, wir sind sogar ziemlich weit weg davon. Wir können vielleicht Liesel haben, wenn ein Minion liegen bleibt und wir ein bisschen Schaden machen noch. Okay, das ist sehr, sehr blöd für uns. Wegen dem Torn aber auch nur. Ja, gleich 10 Schaden ins Face bekommen. Danke dafür. Wait, what? Lol. Okay. Wir haben 12 Schaden ins Face bekommen, nicht 10. Ist ein großer Unterschied. Wir sind auf einmal auf demselben Leben wie unser Gegner und er hat Charge Minions und Buffs und alles. Nicht sehr schön. Okay, zum Glück hat der kein Immun mehr. Wir müssen jetzt gleich ordentlich was raushauen. Wir müssen unsere Gegner aufhauen. Er will auf 2 runtergehen. Speak your peace. Ja. Wenn er angreift, muss er halt ein Minion von uns angreifen. Also kriegt er 3 Schaden. Gehen auf 3, geht auf 5. Damit haben wir Liesel. Auch wenn er dann 5 Schaden vom Bord damit clearen würde. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was dann nach der Expansion noch nicht mehr nach der Expansion. Das ist ja nicht mehr eine Expansion, aber es fühlt sich halt fast so an. Ich bin mal gespannt, was nach dem Nerfs noch gespielt werden wird. Ich kann mir da nicht mehr so viel vorstellen. Hoffentlich hat er nicht noch mal irgendwie eine Armor-Karte, sonst können wir leichte Probleme bekommen. Okay, wir haben noch einen Leroy Jenkins im Deck, der uns halt 6 Burst gibt. Oh no. Das ist ja nicht schlimm, solange er jetzt angreift. Jetzt haben wir Liesel. Das weiß er aber auch. Wir haben halt gewonnen. Er hat halt dadurch verloren. Wir haben ja eine 5-Attack-Waffe.
Well played. Was war das bitte für ein Play? Er hätte es auch einfach aufgeben können. Aber genau deswegen habe ich noch ein Level abgespielt. Genau aus dem Grund. Günstig Bonus da. Nice. Ja, aber ich glaube, das soll es auch einfach dann gewesen sein. Wir hatten jetzt ein sehr, sehr spannendes Deck. Wir haben Akali gesehen. Den habe ich vorher noch nie im Rank gesehen. Ja. Könnt ihr mir ja mal eure Meinung zu den Nerfs in die Kommentare schreiben. Bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Ich glaube, dass Zoo Warlock bleiben wird. Hunter wird übertrieben stark werden. Denn das ist so ein Punkt. Ich weiß nicht, warum die den nicht genervt haben. Priester ist aktuell zu schwach. Warrior könnte stärker werden. Mage könnte stärker werden. Ansonsten ist da, glaube ich, nicht so viel, was man machen könnte. Ja, das wird eine sehr, sehr traurige Zeit. Deswegen werden wir auch heute Abend nochmal Hearthstone streamen auf twitch.tv/benneskreativ. Heute Abend ab 20 Uhr circa. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer ihr jetzt hier schaut. Und ciao.